Herzlich willkommen! In diesem Video möchte ich zeigen, wie man Matcha zubereiten kann. Es gibt zwar schon viele Videos auf YouTube, die zeigen, wie man Matcha zubereiten kann, aber in sehr vielen von diesen Videos steckt der Teufel im Detail. Da werden zum Teil Fehler gemacht, die man nicht unbedingt machen sollte und man auch sehr leicht vermeiden kann. Das soll jetzt aber keineswegs heißen, dass die Weise, die ich jetzt hier vorführe, die einzig richtige Art und Weise ist. Mit der Matcha-Zubereitung kann man sehr locker umgehen. Es kommt schließlich auf das Trinken an. Und wenn man es so macht, dass man es im Alltag auch trinken kann, ohne dass es ständig zu einer Zeremonie ausartet, dann ist das auch schon völlig okay. Was man für die Matcha-Zubereitung auf jeden Fall braucht, ist dieser Chasen, der Besen. Dazu auf jeden Fall auch eine Matcha Chawan, in diesem Fall eine schwarze Laku-Schale. Was nicht unbedingt notwendig ist, aber es sehr hilfreich sein kann, oder ist, hatte schließlich alles seinen Grund, ist dieser Chashaku, der Löffel, mit dem man normalerweise abmisst, wie viel Matcha man in die Tasse tut. Und natürlich auch den Matcha selber, den ich hier in einer Natsume habe. Ich habe hier schon vorbereitet, bevor man Matcha zubereitet, sollte man den Chasen in heißem Wasser in der Schale, die man damit auch aufwärmt, etwas einweichen lassen. Danach tut man das heiße Wasser weg. Und mit einem kleinen Tüchchen macht man nun die Schale sauber, beziehungsweise trocken. Sauber war sie hoffentlich schon. So. Was sehr hilfreich ist, wenn man für sich selber Matcha zubereitet, ist, wenn man ein kleines Sieb hat. Weil damit kann man vor jeder Zubereitung den Matcha nochmal durchsieben. Und so ist es dann relativ sichergestellt, dass auch keine Klumpen später im Matcha sind. Weil, wie ich schon mal in einem anderen Video erwähnt habe, Klumpen im Matcha ist so ziemlich das Schlimmste, was passieren kann. Wie viel Matcha nimmt man nun? Normalerweise sagt man ein gehäufter Löffel und dann noch ein kleiner Löffel voll. Aber das kann man variieren, je nach persönlichen Vorliebe. Man sollte nur nicht übertreiben bzw. untertreiben. Ich persönlich mag es zum Beispiel, 2 gehäufte Teelöffel zu haben. Jetzt drückt man das einfach durch dieses Sieb. Beim Sieb sollte man aufpassen, dass es ein bauchiges Sieb ist, damit nicht so viel Matcha hängen bleibt. Aber das habe ich schon ausführlich erklärt in meinem Video, wo ich erkläre, wie man relativ große Mengen an Matcha sieben kann. Bei der Zubereitung sollte man nicht unbedingt darauf beharren, was richtig und was falsch ist. Es gibt lediglich ein paar Eckpunkte, die man beachten sollte. Und der Rest ist dann je nach Belieben. So. Wenn wir das jetzt gemacht haben, für das Wasser benutze ich einen Hishaku, einen Schöpflöffel, der ungefähr 100 mm entspricht. Und was das Wasser selber anbelangt, oftmals hört man, dass man 60, 70 oder 80 Grad nehmen sollte. Das kann ich jetzt nicht unbedingt bestätigen. In der Urasenke, einer Teeschule in Japan, wird auch gerne mal heißes Wasser verwendet. Und bevor das Wasser in die Tasse kommt, wird es leicht abgekühlt, da das immer mit Hishaku übernommen wird.
Das Wasser tun wir jetzt in die Schale. Beim Zerschlagen des Matcha ist nun zu beachten, dass man am besten nicht mit dem ganzen Arm sich bewegt, sondern nur aus dem Handgelenk. Und eher Bewegungen von vorne nach hinten, anstelle von Kreisbewegungen, die man auch sehr oft sieht. Man kann langsam anfangen, sich daran zu gewöhnen, die Matcha-Chawan dabei festhalten, aber dann mit der Zeit schneller werden. Damit sich der Matcha gut auflöst. Und ganz wichtig, dass ein guter Schaum dabei entsteht. Der Besen liegt dabei leicht auf dem Boden auf. Und erst wenn man denkt, dass man fertig ist, nimmt man den Matcha-Besen ein bisschen hoch, zerreibt die Oberfläche, damit die größeren Blasen verschwinden. Zum Abschluss Kreisbewegung, in der man wieder zur Mitte geht und dann den Matcha-Besen rauszieht. Im Idealfall hat man einen schönen Schaum auf dem Matcha mit kaum sichtbaren Blasen. Danke fürs Zuschauen und gutes Genießen.